Wenn man zwei positive Zahlen addiert, was sollte man dann machen? Addieren, nichts anderes, als wir die ganze Zeit gemacht haben. Überraschenderweise. Und was wird passieren, wenn ich zwei negative Zahlen addieren würde? Also wir sind erstmal bei -4 und dann, wo gehen wir hin? Also weiter in negative Bereich, also weiter nach links. Unsere Plus zwischen unseren Zahlen bedeutet nichts anderes, als dass diese Veränderung kommt. Also ich hatte +4, jetzt was passiert? Jetzt wird unsere Veränderung in die positive Richtung. +11. Hier -4, ich kann auch Klammern setzen, kommt Veränderung in die negative Richtung. Also diese Plus kann man auch sozusagen einfach ignorieren. Dann hätte ich -4, ich gehe noch 11 in negativen Bereich, dann lande ich -15. Und wenn man das einfach als Regel aufschreiben möchte, wie kann man das zusammenfassen, wenn ich zwei Zahlen mit dem gleichen Vorzeichen addiere? Ja, also man addiert Beträge von den Zahlen oder ich ignoriere erstmal Vorzeichen, ich addiere die Zahlen und dann Vorzeichen bleibt. Das ist der Fall, wenn wir beide Zahlen mit gleichen Vorzeichen haben. Wenn wir zwei Rechenzeichen nebeneinander haben, setzen wir immer Klammern. Aber wenn du hier zwei Zeichen hast, musst du Klammern setzen. Weil eigentlich gibt es auch hier Unterschied. Also kein großer Unterschied, aber unsere Plus bei 11. Was ist das für ein Plus? Was hat es für Bedeutung? Positive Zahl, also das bedeutet, es ist unsere Vorzeichen, ja? Vorzeichen plus, hier Vorzeichen minus. Und in dem Fall, diese Plus ist kein Vorzeichen, sondern Rechenzeichen. Plus Rechenzeichen, plus Vorzeichen. Bei negativen Zahlen, ich war im negativen Bereich, dann gehe ich noch weiter in negativen Bereich. Also das bedeutet, ich addiere die Beträge oder einfach gesagt, ich vergesse Vorzeichen, ich addiere die Zahlen, dann habe ich 15 und ich lasse Vorzeichen. Wenn wir aber unterschiedliche Vorzeichen haben, also nehmen wir gleiche Beispiele, gleiche Zahlen, aber jetzt unterschiedliche Vorzeichen. +4 plus -11. Ganz genau. Man weiß, hier geht man natürlich 4. Dann muss man schauen, was bleibt von der 11 noch übrig? Wie weit komme ich noch in negative Bereich? Ich rechne dann 11 minus 4, also das ist 7, aber wir landen dann bei -7. Genau. In dem Fall, ich hatte +4 plus -11. Zwei unterschiedliche Vorzeichen. Was hast du gerechnet? Jetzt nochmal. Also du hast 11 minus 4 gerechnet. Praktisch, du hast die Beträge in dem Fall subtrahiert. Also wir hatten gesagt, bei gleichen Vorzeichen müssen wir Beträge addieren und bei unterschiedlichen Vorzeichen muss ich Beträge subtrahieren. Beziehungsweise ich kann einfach Vorzeichen vergessen. Ich ziehe von der größeren Zahl kleinere Zahl ab. Dann habe ich 7, aber ich gehe doch weiter in negativen Bereich. Das bedeutet, es bleibt Vorzeichen von unserem größeren Betrag. Also die Zahl, die größer ist, davon muss ich dann Vorzeichen übernehmen. Okay, das ist bei dem Beispiel. Aber wenn ich das jetzt umgekehrt mache, wenn ich jetzt hier -4 hätte und dann rechne ich plus 11, wie sieht es dann aus? Wo fange ich an? Okay. Wo gehe ich hin? Also man geht auf jeden Fall in die positive Richtung, man landet da irgendwo, okay? Ist schon gut. Und jetzt? Ja, erstmal kannst du doch leicht herausfinden, wie viele du bis 0 laufen musst. 4. Und wie kannst du dann herausfinden, wie weit musst du dann hier laufen? Ganz genau, also größere Betrag minus kleinere Betrag. Oder einfach gesagt, ich vergesse Vorzeichen, größere Zahl minus kleinere Zahl, dann habe ich 11 minus 4 ist gleich 7, aber ich bin im positiven Bereich, das bedeutet plus 7. Wer kann mir jetzt diese Regel bei verschiedenen Vorzeichen zusammenfassen? Wenn ich Zahlen mit unterschiedlichen Vorzeichen habe, dann muss ich Beträge subtrahieren, beziehungsweise von größerem Betrag kleineren Betrag abziehen, egal welche Vorzeichen wo ist. Dann habe ich mein Ergebnis und dann Vorzeichen setze ich von der größeren Zahl, beziehungsweise von dem größeren Betrag. Hier habe ich 11 positiv, also dann bleibt plus 7. Hier ist 11 negativ, bleibt minus 7. Wenn man das mit Zahlenstrahl nicht ganz verstanden hat und man möchte irgendwie einfacher das verstehen, was mit unserem Leben zu tun hat. Ganz oft bei Mathe nimmt man einfach Geld. Wir haben das mehrmals gemacht bei verschiedenen Themen. Jetzt überlegen wir, ich habe Guthaben 4 Euro, dann bekomme ich noch 11 Euro Guthaben. Wie finde ich dann heraus, was ich dann am Ende habe? Ich addiere einfach und natürlich ist es immer noch Guthaben. Dann habe ich positive Zahl. Wenn ich Schulden habe, ich habe 4 Euro Schulden, dann habe ich noch 11 Euro Schulden. Was habe ich dann am Ende? Ich rechne meine Schulden zusammen, ganz genau, die Zahlen addiere ich. Aber es bleiben immer noch Schulden, also ich habe natürlich Minus. Okay, und wenn ich jetzt Schulden und Guthaben habe, also das bedeutet, ich habe positive Zahl und negative Zahl. Wenn ich mehr Schulden habe als Guthaben, was habe ich dann am Ende? Schulden, negative Zahl, das weiß ich schon. Und dann muss ich jetzt Unterschied finden, wie hoch waren meine Schulden und Guthaben. Also das bedeutet 11 Euro Schulden minus
4 Euro Guthaben, habe ich dann 7 Euro, aber immer noch Schulden. Aber wenn ich jetzt Schulden weniger habe, also minus 4 Euro, 4 Euro Schulden und 11 Euro Guthaben, was habe ich dann am Ende? 11 minus 4 rechnen, dann habe ich 7, aber Guthaben oder Schulden. Wenn ihr nicht versteht mit Zahlenstrahl oder dauert uns viel zu lange, denkt mal an das Geld. Das hilft bei vielen Aufgaben, nicht nur bei dem Thema. Also jetzt schauen wir mit ein bisschen schwieriger. Zahlen war für uns viel zu einfach, aber das war dafür gedacht, dass man das auch verstehen kann.